Herzlich willkommen auf LH Cybersecurity und schön, dass du heute eingeschaltet hast. Wir schauen uns heute an, warum Cybersecurity immer wichtiger wird heutzutage, wie viele Hackerangriffe es über die Jahre gab und wie diese gestiegen sind. Außerdem schauen wir uns an, was das für Hackerangriffe waren und wieso diese durchgeführt wurden. Außerdem habe ich für euch einen neuen Instagram-Account angelegt und den blende ich hier ein. Der heißt LH Cybersec und dort werde ich Informationen über Coding und Cybersecurity posten. Wenn euch das interessiert und ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann folgt mir doch einfach. Und ansonsten beginnen wir jetzt. Okay, um zu verstehen, warum es immer mehr Hackerangriffe geht, müssen wir uns erstmal anschauen, wie die Geräte steigen, die ans Internet angebunden sind. Sozusagen IoT, also Internet of Things. Und hier habe ich eine schöne Statistik für euch vorbereitet. Und ja, schauen wir uns die mal an. Also 2015 waren es noch nicht so viele Geräte und es steigt einfach linear bis 2025. Gut, das haben wir jetzt noch nicht, aber die Prognosen sind eben, dass es weiter so steigt, wie es bis jetzt auch schon so gestiegen ist. Und wir sehen, es werden einfach immer mehr Geräte, die am Internet angeschlossen sind. Und deswegen gibt es natürlich auch mehr potenzielle Geräte, die angegriffen werden können und sozusagen auch mehr Hackerattacken. Genau. Dadurch, dass Firmen immer mehr auf Digitalisierung umsteigen und so, ist es ganz logisch, dass es einfach immer mehr Geräte gibt, mehr Computer und eben alles digitalisiert wird und somit gibt es natürlich auch für Hacker mehrere Möglichkeiten, die anzugreifen. Das machen sie natürlich dann auch, um eben Informationen oder sonstige Vorteile sich zu verschaffen. Gut, schauen wir uns die nächste Statistik an. Die zeigt eben, dass tatsächlich die Hackerangriffe mehr werden. Und wir sehen hier 2006 war noch fast gar nichts los. Das ist dann eben langsam angestiegen bis 2010 und jetzt oder 2013 ist es dann immer rasanter gestiegen bis 2018. Es liegt eben wie vorher schon erwähnt, daran, dass es mehr Geräte gibt und mehr Informationen zu holen und so weiter, dass eben die ganze Welt digitalisiert wird. Natürlich gibt es dann auch eben mehr Kriminalität im Internet, wenn man mehr holen kann. Genau, schauen wir uns die nächste Statistik an. Hier sehen wir jetzt, welche Angriffe das alles waren. Das ist jetzt eine Statistik von 2019, also welche Angriffe 2019 durchgeführt wurden. Und hier sehen wir überwiegend Malware, also einfach Viren, die auf PCs gelangen. Das sind 39%. Dann haben wir hier Hijacking. Das sind sozusagen Phishing-Mails, die wir per E-Mail oder so bekommen. Je nachdem, wie es durchgeführt werden, einfach auf falsche Webseiten geloggt und dann hier eben den Login abgefangen und so weiter. 12% ist unbekannt und targeted, also gezielte Attacken auf gezielte Unternehmen oder gezielt auf ein Unternehmen oder eine Person, sind eben nur 10%. Die meisten Hacker verteilen ihre Viren einfach im Internet und hoffen, dass irgendjemand sozusagen in die Falle tappt. Deswegen gibt es da auch wesentlich mehr und bei den Targeted-Attacken sind es eben nur 10%. Dann bei Sicherheitslücken gibt es 5%, da eben Sicherheitslücken schwerer sind auszunutzen und man dafür das Wissen braucht. Also das kann nicht jeder einfach hier machen, da muss man schon sich ein bisschen besser auskennen, um eine Sicherheitslücke auszunutzen. Genau, dann haben wir Malicious Scripts Injections. Darunter zählt auch unter anderem SQL Injection. Einfach Skripte, die ausgenutzt werden, um zum Beispiel Zugriff auf ein System zu erlangen. Jetzt zum Beispiel bei SQL über eine Datenbank. Aber es gibt auch JavaScripte, die dann eine Sicherheitslücke im Browser ausnutzen und so Zugriff über deinen Browser auf dem PC erlangen. Genau, Malicious Spam. Wie schon gesagt, E-Mails, das sind nur 1% und ja, weil man eben über E-Mails schlechter irgendwelche Viren verteilen kann, weil es heutzutage Virenscanner gibt in den
von den Anbietern, zum Beispiel Google Mail hat auch einen Virenscanner und die meisten E-Mail-Anbieter scannen ihre Mails auf Viren und deswegen ist es hier nicht so lukrativ für den Hacker, sein Virus per Anhang an einer E-Mail anzuhängen und die dann zu verschicken. DDoS-Attacken sind 1,7%, ist auch nicht so viel. Da spricht man eben davon, dass mehrere Geräte sinnlose Anfragen auf eine Webseite oder eine IP-Adresse senden und die eben dann dadurch in die Knie geht, sozusagen einfach die Webseite offline geht, nicht mehr erreichbar ist. Kommt darauf an, wie viele Server die haben, dann geht die Webseite entweder nur in einem Land offline oder wenn das Unternehmen global agiert, eben auf mehreren Ländern, je nachdem wie die DDoS-Attacke von dem Hacker durchgeführt wurde. Ja, Fake-Account-Pages, ja, es ist wie gesagt schon einfach eine Seite, die ausschaut zum Beispiel wie Facebook, da loggt sich dann jemand ein und das wird dann eben gespeichert, das Passwort, und der Hacker kann es lesen. Genau. Ja, Misconfigurations, einfach, dass die Server zum Beispiel das Standardpasswort haben oder ja, einfach PCs, Domänen ein leichtes oder ein Standardpasswort haben, falsch eingestellt wurden. Zum Beispiel ist ein PC vom Internet erreichbar, der nicht vom Internet erreichbar sein soll. Ist dann ein leichtes Ziel für den Hacker und es sind eben auch 1%, und dann gibt es eben noch andere Angriffe, die wurden jetzt nicht genau festgestellt, unter welcher Kategorie die zählen. Genau. Schauen wir uns die nächste Statistik an und das sind eben die Motivations, also warum die Hacker angreifen, und das ist ganz klar hier überwiegend Cybercrime, also einfach irgendwelche Personen, die Geld verdienen wollen oder Informationen erlangen, also überwiegend Geld verdienen oder irgendeinen Schaden anrichten. Von mir aus auch, weil ihnen langweilig ist. Weiß man jetzt nicht genau. Dann 11% ist Cyberspionage und hier ist eben das Ziel, Informationen zu erlangen, zum Beispiel von Regierungen, um sich irgendwelche wirtschaftlichen Vorteile zu holen und ja, einfach Informationen sammeln. Dann Cyberwarfare ist eben halt 3,2% und das ist halt so die in der Kriegsführung zum Beispiel die Angriffe, die halt von Regierungen gestartet werden an andere Regierungen, und ja, das zählt dann eben zu Warfare. Okay, also wir sehen, es steigt immer, die Angriffe und auch die Computer, und es wird immer wichtiger sein, Systeme zu schützen, für Firmen Geld in Cybersecurity zu investieren, weil es macht auch mehr Sinn, sich davor zu schützen, als wenn es dann schon zu spät ist und die Daten schon verschlüsselt sind oder geklaut. Und da ist ein wesentlich höherer Schaden, als wenn man Prävention betreibt und seine Geräte schon davor schützt. Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und Like da. Ansonsten schreibt mir in die Kommentare, wie ihr dieses Format fandet. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Peace!